Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Gestern in meinem Video habe ich noch gesagt, Real Madrid will Franco Mastantuono. Heute kann ich fast sagen, Real Madrid hat Franco Mastantuono. Einige Transferexperten haben den Deal sogar schon als abgeschlossen dargestellt, dass Franco Mastantuono bereits neuer Spieler von Real Madrid ist. Soweit würde ich mich persönlich noch nicht aus dem Fenster lehnen, aber was in den letzten 24 Stunden passiert ist absolut verrückt. Real Madrid hat mal wieder gezeigt, was für eine Anziehungskraft wir haben, warum wir die beste Fußballmannschaft der Welt sind. Paris hat wochenlang verhandelt und sobald Juni Calafat einmal an die Tür geklopft hat, hat Franco Mastantuono alles stehen und liegen gelassen und gesagt, ich möchte nach Real Madrid. Alles, was es zu diesem Transfer zu sagen gibt, wie die letzten 24 Stunden verlaufen sind, was der Schlüssel war, der anscheinend zum Erfolg geführt hat, erfahrt ihr natürlich in dem Video. Aber ich habe gestern gesagt, Florentino Perez kocht, ja. Und er hat nicht nur die Verpflichtung von Franco Mastantuono fast zum Abschluss gebracht, sondern auch die von Abdelouar Ouazzane. Ich hoffe, ich habe den Namen halbwegs vernünftig ausgesprochen. Dieser 16-jährige Marokkaner, den ich vor 3-4 Tagen noch nicht kannte, muss ich ehrlich und offen zugeben, ist anscheinend eins der größten Fußballtalente dieses Planeten und steht kurz vor einer Verpflichtung von Real Madrid. Was es dazu zu sagen gibt, erfahrt ihr natürlich auch im Video. Und dann, ja, ihr seht schon, was ich anhab. Heute ist Tag 3, die dritte Verlosung für das dritte Trikot von Real Madrid in der nächsten Saison. Und mir persönlich tat es leid, dass es nur 3 Gewinner geben konnte. Ich habe so viele tolle Geschichten, so viele Anekdoten etc. gehört. Und ich kann berichten, heute in dem Video gibt es nicht nur das eine Gewinnspiel, das vom Trikot, nein, es gibt auch ein zweites. Und in diesem zweiten Gewinnspiel kann jeder von euch gewinnen. Hört sich doch gut an, oder? Viel Spaß beim Video. Heute Nacht um 1 Uhr morgens gibt Carlo Ancelotti sein Debüt als brasilianischer Nationaltrainer. Und das bei einem verdammt schweren Gegner wie Ecuador. Ich drücke dem Italiener die Daumen, dass er gut in seine neue Trainerrolle bei Brasilien wächst, dass sie die 3 Punkte holen. Würde mich persönlich natürlich auch für einen Vini, Endrick, Rodrigo etc. freuen. Allerdings, wir Madridistas sollten nach dem Spiel Ecuador gegen Brasilien den Fernseher nicht ausmachen. Denn heute um 3 Uhr morgens spielt Argentinien. Und Franco Mastantuono könnte Geschichte schreiben. Wenn er heute zum Einsatz kommt, und danach sieht es aus, wäre er der jüngste Debutant in der Geschichte der argentinischen Nationalmannschaft. Und das zu dem Zeitpunkt, wo die argentinische Nationalmannschaft wahrscheinlich am Peak ihrer Leistung ist. Das will schon einiges heißen. Und in Argentinien schwärmen sie von diesem Jungen. Ich habe einige Argentinier gesprochen in den letzten Tagen. Hier in Malaga gibt es viele und ich habe immer wieder gefragt, wer ist das? Wie gut ist Franco Mastantuono? Auch zu den Zeiten, wo ich noch gedacht habe, dass er nach Paris wechselt. Und alle haben mir gesagt, der Junge ist unglaublich. Und in Argentinien ist das so, dass ein Maradona für die so wichtiger ist als ihr eigenes Wasser zum Trinken, als ihr eigenes Brot zum Essen. Ein Maradona ist in Argentinien alles. Nicht nur als einen Messi durfte man mit Maradona vergleichen. So wichtig, so eine Galionsfigur ist Diego Armando Maradona. Und umso überraschter war ich, als ich gestern das hier aus dem argentinischen Fernsehen gehört habe. Ich möchte nicht, dass wir es als selbstverständlich ansehen, dass er 60 Spiele in der ersten Liga hat. Ich weiß nicht, wie es bei 100 Spielen sein wird. Gibt er morgen sein Debüt in der argentinischen Nationalmannschaft, wird er der jüngste Spieler, der je für Argentinien debütiert hat. Man darf den Moment nicht als selbstverständlich ansehen. Vom Alter her, von der Anzahl der Spiele und wegen seiner Explosivität ist er das, was Maradona am ähnlichsten ist.
Verstehst du? Auch wenn andere aufgetaucht sind. Ich meine, dass in diesem Alter Real Madrid nach dir fragt, das ist schon etwas Besonderes. Es klingt heftig, aber du hast vollkommen recht. Und einige von euch mögen sich jetzt denken, okay, da hat irgendjemand ihn verglichen. Aber ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. In Europa fehlen uns, glaube ich, die Worte dafür. In Argentinien irgendetwas mit Diego Armando Maradona zu vergleichen, ist fast Blasphemie. Und damit Sportjournalisten im Fernsehen so etwas sagen, da muss dieser Junge schon etwas ganz, ganz Besonderes sein. Und das sieht anscheinend auch Real Madrid so. Sie wollten sich dieses Talent, ein generationales Talent, so sieht es Real Madrid, nicht entgehen lassen. Eigentlich, laut Informationen hier aus Spanien, wollte Real Madrid noch die Hinrunde abwarten. In Argentinien endet die Saison im Dezember und Madrid hatte es geplant, wenn der Junge weiter so spielt, greifen wir im Wintertransfermarkt an. Aber dadurch, dass Paris angegriffen hat, hat Madrid gesagt, nee, den Jungen, den können wir uns nicht durch die Finger gleiten lassen. Und wenn ihr wissen wollt, was den Ausschlag gegeben hat, Cadena Ser hat gestern Informationen gedroppt, die gebe ich euch natürlich weiter. Was Ignacio Marcano hinzufügt. Hallo Marcano, Abend. Hallo, guten Abend, Manu. Hier bei El Larguero können wir bestätigen, dass Xabi Alonso heute persönlich Franco Mastantuono angerufen hat. Sie haben ausführlich miteinander gesprochen und, wie Quellen dieses Programms berichten, scheint das Gespräch entscheidend zu sein. Wir können auch bestätigen, dass ihn Luis Enrique bereits vorher angerufen hat, nicht heute, aber er hat ihn angerufen. Sie führten ein Telefongespräch, aber wie gesagt, das von Xabi Alonso war sehr wichtig und scheint entscheidend zu sein. Der Spieler weiß natürlich bereits, welche Rolle er hier in der spanischen Hauptstadt hätte, falls er sich entscheiden sollte, bei Real Madrid zu unterschreiben. Aber es gibt ein Detail, das wir hier im Programm erzählen können, Manu, damit die Zuhörer wissen, dass es Real Madrid ein wenig mehr in die Karten spielt. Der argentinische Spieler wird von Area Sporting vertreten. Das Thema der rechtlichen Vertretung wird von dieser Agentur übernommen. Im selben Holding dieser Agentur, zu dem mehrere Firmen gehören, befindet sich Best of You. Best of You vertritt Xabi Alonso in Kommunikations- und Marketingfragen. Das erleichtert dieses Telefonat, das wie gesagt heute stattgefunden hat. Beide Unternehmen gehören zum selben Holding. Die Vertretung wird von Augusto Fernandes geleitet, einem ehemaligen Spieler von Atlético de Madrid. Und man erklärt uns, dass dies aus Gründen der Zweckmäßigkeit für alle Beteiligten geschieht, nicht nur im Interesse des Spielers, sondern dass dieser Aspekt eine Verbindung darstellt, die das Zustandekommen der Vereinbarung erleichtert. Wir werden sehen, was passiert. Alles deutet darauf hin, dass Franco nach Madrid kommen wird. Ja, ich sehe. Ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass ich es im Moment für sehr unwahrscheinlich halte, dass Madrid dieses Geschäft entgehen lässt, vor allem aus einem Grund. Es stimmt zwar, dass Madrid ihn beobachtet, wie auch andere, aber Mastantuono will unbedingt für Real Madrid spielen. In Argentinien weiß man das und auch bei River Plate ist das bekannt. Und Achtung auf das, was Marcano berichtet, nämlich dass Xabi Alonso heute selbst den argentinischen Spieler angerufen hat. Ja, und ich bin ganz ehrlich, es fühlt sich schon gut an, dass alle Informationen, die ich euch gestern Morgen schon gegeben habe, dann am Abend alle bestätigt worden sind. Ich glaube, deutschlandweit war ich der Erste, wo ihr diese ganzen Informationen bekommen habt. Macht mich stolz. Und wenn du bis jetzt noch nicht auf den Follow-Knopf gedrückt hast, mach das jetzt. Ist übrigens auch eine Voraussetzung, um an den beiden Gewinnspielen teilzunehmen. Also mach das bitte auf jeden Fall. Ja, wie dem auch sei, nicht nur Cadena Ser hatte diese Information, sondern der Experte Nummer 1 in der Welt des Fußballs, Fabrizio Romano. Hören wir da auch einmal rein. Ihr verfolgt auch die Situation von Franco Mastantuono. Und das ist die Geschichte der letzten 24, 48 Stunden. Denn wie ich euch gesagt habe, ist Real Madrid sehr stark in das Rennen um Franco Mastantuono eingestiegen. Wir können bestätigen, dass Xabi Alonso in den letzten Stunden mit Franco Mastantuono gesprochen hat. Auch Luis Enrique, so wie ich höre, hat mit Franco Mastantuono gesprochen. Aber das war vor dem Champions League Finale. Er hat dabei das Projekt von Paris Saint-Germain vorgestellt und es war ein sehr positives Gespräch. Aber dann ist Real Madrid ins Rennen eingestiegen. Real Madrid ist jetzt voll im Rennen um Mastantuono und arbeitet an diesem Deal mit allen beteiligten Parteien. Dem Spieler, dem Berater, der Familie und River Plate. Warum auch River Plate? Weil es eine Ausstiegsklausel in Höhe von 45 Millionen Dollar gibt, aber auch 10 Millionen Dollar an Steuern und einen prozentualen Anteil für den Spieler. Das bedeutet, dass der Deal ziemlich teuer ist. Es sind also nicht nur 45 Millionen Dollar, sondern insgesamt ein größeres Paket.
Deshalb versuchen zuerst PSG und jetzt auch Real Madrid mit River Plate eine Einigung über die Struktur des Deals zu erzielen. Die Verhandlungen laufen also seit 3 Wochen für Paris Saint-Germain, das heißt, PSG versucht es weiterhin, aber Real Madrid ist jetzt Favorit. Sie sind das bevorzugte Ziel des Spielers, aber jetzt wollen sie eine Einigung mit River Plate und den Beratern von Franco Masantuono erzielen. Für den Spieler wäre es ein Traum, eines Tages bei Real Madrid zu sein, aber es gibt immer noch Arbeit zu tun, bevor man den Deal als abgeschlossen bezeichnen kann. Real Madrid ist also sehr entschlossen eingestiegen, mit einer direkten Mission nach Argentinien, bei der Gini Calafat involviert ist. Eine entscheidende Figur in der Strategie von Real Madrid, ein zentraler Bestandteil des Managements von Real Madrid, der Mann, der zum Beispiel die Geschichte für Arda Güler verändert hat, der auch für den Endrick-Deal, Jude Bellingham und viele weitere verantwortlich war. Gini Calafat ist also absolut entscheidend und Gini Calafat ist nun auch in diesen Deal für Franco Masantuono involviert. Wir werden also die nächsten Schritte verfolgen, aber jetzt ist es zwischen PSG und Real Madrid ein großer Kampf, wobei Real Madrid in den letzten Stunden wirklich Druck macht. Ja, wie ihr hört, Top-Favorit inzwischen Real Madrid. Und wisst ihr, was die letzten Zweifel an mir so ein bisschen verstrichen hat? Nämlich, dass Fabrizio Romano auf einmal auch anfängt, über Steuern etc. zu zahlen. Sachen, die ein Fabrizio Romano normalerweise nie macht. Aber seltsamerweise, immer wenn ein Spieler nach Real Madrid wechselt, fällt ihm ein, dass ja auch noch Steuern gezahlt werden müssen, sein Berater gezahlt werden müssen, das Mittagessen in Argentinien, der Flug nach Argentinien, etc. pp. Und das ist ein Running Gag im Madridismo. Sobald ein Fabrizio Romano ankommt mit Steuern etc. pp., dann ist der Deal tatsächlich kurz vor Abschluss. Im Vergleich kann ich euch auch gerne einblenden, was er geschrieben hatte, als Paris an ihm dran war oder kurz vor einem Abschluss da. Da war irgendwie nichts von Steuern etc. zu lesen. Ja, wie dem auch sei, ein Running Gag unter den Madridistas. Ja, wie ihr gehört habt, Real Madrid steht kurz davor. Und eine Stunde, bevor ich dieses Video für euch aufgenommen habe, hat mein Twitter aufgeleuchtet und es gab eine Bestätigung des Transfers und zwar von Nicolo Schida. Viele von euch kennen den nicht, ich folge diesem Mann schon seit langem. Er ist quasi ein Transferguru, genau wie ein Fabrizio Romano. Und ich muss auch sagen, die Transfers, die er angekündigt hat in den letzten Monaten, sind immer so gekommen. Deshalb follow ich dem auch. Der hat auch über fast 400.000 Follower auf Twitter. Also der ist in Italien schon sehr bekannt. Und er hat geschrieben, wie ihr lesen könnt, Done deal and confirmed. Franco Mastantuono to Real Madrid from River Plate for 45. Contract until 2031. Also, er bestätigt sogar bereits den Deal. Alles abgeschlossen, er kommt bis 2031 für 45 Millionen von River Plate zu Real Madrid. Ja, wie gesagt, die Informationen in Spanien ist, dass der Deal noch nicht ganz abgeschlossen ist, sondern dass man noch verhandelt, spielt er die Club-WM bereits mit Real Madrid, spielt er sie noch bei River Plate, spielt er noch die Copa Libertadores für River Plate etc. pp. Das sind wohl die Verhandlungen, die gerade noch geführt werden. Es kann gut sein, dass Real Madrid mit River Plate verhandelt. Wisst ihr was? Ihr dürft ihn noch für die Club-WM behalten. Dafür müsst ihr bei der Transfersumme vielleicht uns ein bisschen entgegenkommen. Also deshalb glaube ich, dass der Deal noch nicht ganz in trockenen Tüchern steht. Allerdings kann ich mir persönlich auch nicht vorstellen, dass Nasser Al-Khelaifi, der Real Madrid-Hater Nummer 1, dass der das einfach mit sich geschehen lässt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Paris Saint-Germain noch einen letzten Angriff startet. Aber laut übereinstimmender Quellen aus Argentinien, aus Spanien etc. war es der Traum und ist es der Traum von Franco Mastantuono für die Königlichen zu spielen. Ja, und jetzt habe ich quasi einen perfekten Übergang ins zweite Thema des Videos. Ihr erinnert euch, dass ich gestern noch nicht bestätigen konnte, aber ein Insider die Information weitergeleitet hat, dass Xabi Alonso mit Franco Mastantuono telefoniert hatte, wo ich euch gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich diesem Insider vertrauen kann. Ja, und wie ihr es bei Cadena Ser und auch bei Fabrizio Romano gehört habt, dieses Telefonat gab es wirklich und dann fing ich an, der Insider scheint anscheinend doch Ahnung zu haben und habe mir ein paar Tweets von ihm durchgeschaut und auf einmal habe ich gelesen, Real Madrid ist kurz vor der Verpflichtung von Abdellah Ouazzane. Und er ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen. In Real Madrid sind sich viele Scouts einig, dass dieser Abdellah Ouazzane
der Königsdeal wäre von Juni Calafat. Und ich erinnere euch daran, Juni Calafat hat ein wenig gebracht, ein Fede Valverde, Rodrigo, Bellingham, Arda Güler, jetzt wahrscheinlich Franco Mastantuono. Und in Madrid wird gemunkelt, dass dieser Abdelouah Ouazzane das größte Talent von allen hätte. Also, ob das so stimmt, wie gesagt, ich kann das nicht bestätigen. Ich habe natürlich die Highlights gesehen, aber ich weiß natürlich nicht, was bei Madrid intern gesprochen wurde. Allerdings hatte der Insider gestern ja mit Xabi Alonso auch recht. Also, es ist auf jeden Fall wert, da reinzuschauen. Und ich habe einen Artikel für euch gefunden. Wer ist Abdelouah Ouazzane? Wer ist Abdelouah Ouazzane, der 16-jährige Ajax-Star, der kurz vor einem Wechsel zu Real Madrid steht? Real Madrid beobachtet den jungen Fußballer Abdelouah Ouazzane aufmerksam. Er ist erst 16 Jahre alt und eins der größten Talente der Ajax-Jugend. Der Verein hat Interesse an ihm gezeigt und steht kurz davor, ihn zu verpflichten. Ouazzane wurde 2009 geboren, 2 Jahre nach Lamine Yamal, und gilt als einer der vielversprechendsten Spieler der Welt. Ein Spieler, der für Begeisterung sorgt und kurz davor steht, ein Spieler von Real Madrid zu werden. Dies wurde in den letzten Stunden und maßgeblichen Quellen auf dem Real Madrid-Markt wie Rod Rapé und Ramon Álvarez Demón erklärt. Auch der Journalist Fabrizio Romano hat das Vorgehen von Real Madrid bestätigt. Ouazzane spielt im Mittelfeld und wird trotz seines jungen Alters mit etablierten Stars wie Jude Bellingham und Florian Wirtz verglichen. Madrid ist Berichten zufolge optimistisch, ihn noch in diesem Sommer verpflichten zu können. Ouazzanes Ankunft im Verein würde einen Start bei La Fábrica bedeuten, in der Juvenil A-Mannschaft, also in der A-Jugend, oder bei Castilla, der Reservemannschaft, die von Álvaro Arbeloa trainiert wird. Wäre dies der erste Schritt für einen Spieler, dessen Schicksal früher oder später die erste Mannschaft sein wird. Ja, Abdelouah Ouazzane, wie ihr selber lesen konntet oder wie ihr selber gehört habt, unmittelbar vor einem Wechsel zu Real Madrid, und er wird gehandelt als eines der größten Talente der Welt. Also, ich habe sowieso immer Spaß daran, die A-Jugend zu beobachten von Real Madrid. Oder nächstes Jahr das Real Madrid Castilla von Álvaro Arbeloa. Da kribbelt es mir schon unter den Fingernägeln. Aber wenn wir da so ein Wunderkind in der Mannschaft hätten, dann wäre meine Vorfreude noch wesentlich größer. Ich weiß, dass ich unter meinen Followern einige Marokkaner habe oder auch an sich einige Fußballexperten. Wer ist eurer Meinung nach dieser Abdelouah Ouazzane? Wie gut ist der wirklich? Lasst das bitte in den Kommentaren. Ich möchte das wirklich gerne wissen. Ja, wie dem auch sei. 2 Transfers von 2 Jungs, die sind zusammen 33. Ist unglaublich, ich bin 10 Jahre älter als die beiden zusammen. Wie dem auch sei. Wäre auf jeden Fall, bin ich gespannt zu eurer Meinung zu diesen Jungs. Wie gesagt, lasst das in den Kommentaren. Und wenn ihr schon in den Kommentaren seid, schätze ich mal, ihr wollt dieses, mein neues Lieblingstrikot der nächsten Saison, das blaue, gewinnen. Wenn ihr das gewinnen wollt, dann habe ich heute eine neue Idee. Und zwar, ihr geht in die Kommentare und schreibt mir eine Idee, die ihr für meinen YouTube-Kanal hättet. Ich werde mir die 3 besten Ideen meiner Meinung nach raussuchen, und während meines Livestreams werdet ihr in den Kommentaren entscheiden können, welcher dieser Ideen euch am besten gefällt. Ich glaube, dann profitieren wir alle, mein Kanal wird etwas besser, ihr könnt ein bisschen mir helfen zu wachsen, und beim Livestream kann die Community zusammen entscheiden, wer dieses wunderschöne Trikot gewinnt. Ja, und dann zu guter Letzt, ich habe euch versprochen, es gibt heute ein zweites Gewinnspiel. Und zwar ist dieses zweite Gewinnspiel in Kooperation mit der YouTube-Seite WipeFM. Viele von euch wissen das nicht, aber diese Seite gehört einem Follower von mir. Der hat diese Seite vor kurzem gegründet und ist schon bei über 200.000 Followern. Und als Dankeschön, dass er aus dieser Community überhaupt erst auf die Idee gekommen ist, diesen Kanal zu machen, verlost er jetzt nur für uns, für diese Community, 250 €. Und ihm ist es egal, ob er die 250 €
an eine Person gibt oder die 250 Euro an 10 Personen gibt, dann kriegt jede Person zum Beispiel 25 Euro. Also die 250 Euro werden verteilt an die Anzahl der Gewinner. Wenn ihr euch fragt, wie kann ich gewinnen? Er ist ein großer Fan von Chalobey. Kennt ihr da dieses Comic auf TikTok? Ich feiere das auch. Und er hat auf einem seiner Lieder kommt die Zeile Chalobey und Chap Chap vor. Also, ihr müsst euch nur auf diesem Kanal die Lieder anhören. Ich habe selber mal geguckt. Alle Lieder zusammen sind keine 3 Stunden. Also, wenn ihr zocken seid oder was auch immer, lasst parallel mal seinen YouTube-Kanal laufen. Und wenn ihr in einem der Lieder hört, Chalobey und Chap Chap, das kommt übrigens kurz nacheinander, dann schreibt ihr eine E-Mail mit dem Video und der Minute, wo ihr das gehört habt, an gewinnspiel@vibefm.net. Und ich würde euch empfehlen, schreibt nicht das Video und die Minute in die Kommentare von meinem Video oder in die Kommentare von seinem Video, denn sonst sehen das die anderen und aus euren 250 Euro werden bald wahrscheinlich 25 Cent, weil das an so viele verteilt wird. Aber jeder von euch hat die Möglichkeit, an diesem Topf von 250 Euro zu nagen. Also ihr müsst nur die Stelle in einem der Lieder finden, wo es heißt Chalobey und Chap Chap. Ich drücke jedem Einzelnen die Daumen. Ich habe es persönlich gefunden, also es ist schwer, aber nicht unmöglich. Und ich persönlich darf aber leider nicht mitmachen. Wäre auch unfair. Wie dem auch sei, ich drücke jedem die Daumen. Und ich würde sagen, wir sehen uns alle spätestens übermorgen wieder. Morgen habe ich einiges zu tun und weiß nicht, ob ich es schaffe. Bis dahin. À la Madrid!